Mehr zur katastrophalen Lage in Deutschland nach dem nächsten Titel. Oma, was war nochmal dieses Deutschland? In der Schule meinen die Kinder, das gibt es gar nicht mehr. Doch, mein Licht, Deutschland gibt es noch. Es ist nur anders. Du meinst seit dem Exodus? Ja, aber damals hatte es einen anderen Namen. Exodus nennen wir das heute. Sie nannten es Remigration. Die ersten, die hierher kamen, kamen nämlich gar nicht freiwillig. Sie wurden gezwungen. Ihr wurdet gezwungen zu gehen? Nein, wir nicht. Wir kamen freiwillig. Es gab ja nichts mehr in Deutschland. Nachdem so viele das Land verlassen mussten, fehlten natürlich genau diese Menschen. Arztpraxen, Schulen, Universitäten wurden bis auf wenige geschlossen. Es tut mir leid. Dr. Jamil wurde heute remigriert. Oh nein, jetzt auch noch der Doktor. Der Müll nicht abgeholt, Post nicht zugestellt, Felder nicht geerntet, Lebensmittel nicht geliefert, Fabriken geschlossen. Die Nationalmannschaft verlor noch höher. Alte Menschen vereinsamten ohne Pfleger, internationale Beziehungen waren dahin, Menschen verarmten, große Städte wurden leer und auf dem Land fehlte sowieso alles. Eigentlich funktionierte nur noch die Autobahn. Das war den Blauen irgendwie wichtig. Den Blauen? Ja, das war damals eine Partei von vielen, bis sie die Wahlen gewann. Es gab Wahlen in Deutschland? Ja, bis die Blauen an die Macht kamen, war Deutschland eine Demokratie. Dann schafften die Blauen die anderen Parteien ab und die freie Presse. Im Fernsehen nur noch deutsche Filme, das Internet zensiert. Es gab nur noch 3 Kanäle und einen Radiosender. Und dann fing sie an mit ihrer Remigration. Aber eigentlich war es Deportation. Was ist denn Deportation? Erst wollten sie alle Nicht-Deutschen raushaben. Aber das war fast die Hälfte der Bevölkerung. Dass das nicht ging, verstanden sogar sie selbst. Also fingen sie mit denen an, die keinen deutschen Pass hatten. Und da brach schon einiges zusammen. Und haben Sie das nicht gemerkt? Doch, aber sie haben es einfach den Kindern und Enkeln von Einwanderern in die Schuhe geschoben. Und da war Deutschland schon so dunkel und karg, dass man froh war, wenn man gehen konnte. Auch den meisten Deutschen ging es so. Und meinst du, die merken immer noch nicht, dass es ihnen geschadet hat, euch alle los zu sein? Doch, aber in so einer Diktatur wie in Deutschland ist es sehr schwierig zu sagen, was man wirklich denkt. Man wird da sofort eingesperrt. Vermisst du Deutschland eigentlich? Manchmal schon, mein Licht. Aber wäre ich da, würde ich dieses schöne Land, das wir hier gemeinsam aufgebaut haben, noch mehr vermissen. Trotz der anhaltenden humanitären Katastrophe weigert sich die deutsche Regierung, internationale Hilfsgüter für ihre notleidende Bevölkerung ins Land zu lassen. An allen Grenzübergängen sehen wir die gleichen Bilder. Hunderte UNICEF-Mitarbeiter und Lasterkolonnen warten vergeblich auf Einlass in das dünn besiedelte Land. Dabei gehörte das von Dürre und Überschwemmungen geplagte Land bereits vor dieser zu den ärmsten Regionen Europas und ist massiv auf ausländische Unterstützung angewiesen. Spenden können Sie weiter.